Der Verkäufer hat versprochen, sie läuft. Es ist verschlossen. Nein. Was hast du Zeit für die Flucht? Oh! Sicher Optimierungspotenzial da. Alter, wer sind die jetzt? Alter, das sind ja auch so breite Schlappe. Kann der Roadtrip einfach kommen? In einer halben Stunde müssen wir fahren. Das vierte kann mir da gut schrauben. Was machst du genau, Roger? Hast du meinen Hobel überhaupt schon gesehen? Hammer, oder? Hey, nimm jetzt die Kamera weg. Du hast jetzt tatsächlich schon eine Axt drin. My name's Johnny Cash. What Johnny Cash? Wenn du dick willst sein, dann muss halt ribbeln. Wie geil ist das, oder? Servus Freunde, ich bin in wenigen Minuten in der Firma und schaut mal, was ich dabei habe. Geil, ich habe es endlich geschafft. Ich habe meine eigene Super Bravo und ich kann es kaum erwarten, euch und Elias die jetzt gleich zu präsentieren. Bestandsaufnahme habe ich noch keine gemacht und ich würde sagen, ich rufe Elias an und sage, er soll runterkommen. Der gewünschte Gesprächspartner ist zur Ah ja, Elias, war nicht so abgemacht, Junge. Da ist er. Hey, was geht? Hey, was geht ab? Ich habe was ganz Spezielles. Ich bin so gespannt, was du zu meiner Vanessa. Oh, Vanessa. Ui. Ja. Geil. Ah, das ist doch ein Anblick, oder? Ich habe schon mal so etwas gesehen, aber dort ist es einfach in Teilen und zerledert gewesen. Und da sieht doch richtig nach einem Mofa Sieht aus, Mann. komplett aus, ne? Der Verkäufer hat versprochen, sie läuft. Nur gute Erfahrungen gemacht mit den Verkäufern bis jetzt, oder? Ja. Alle Teile vorhanden. Das Ding ist ja fertig. Ich habe hier noch eine Überraschung für dich. Hinsehen und hinhören. Wie geil ist das, oder? Herein, bitte in der nächsten Kunde. Und in meiner Lieblingsfarbkombi. Perfekt. Oh, Rosenberger. Oh, winterlich kalt. Wir gehen schnell ein bisschen rein zum Schrauben. Aber ich glaube, das Ding, das sieht echt gut aus. Ich glaube, das haben wir 0, plötzlich parat. Herr Rosenberger, hereinspazieren. So wäre aber. Ui, Oh, der wollte schon. die läuft schon. Togo, was meinst du? Farbenfroh, oder? Da finden wir auch eine passende Farbe für dich, Togo. Schnell zusammenschrauben, ich habe das Gefühl, der läuft. Komm, wir schnell da rein. Kundendienst. Hallo. Sogar frei, top. Stellen wir die hier auf die Bühne, dann können wir das schnell zusammenklittern. Für euch schon im Zeitraffer, babam, babam, weil ich will das Ding fahren und ich habe das Gefühl, das springt gerade an. The 6 Super Bravos rolling down the line on our Super Bravo mopeds. Yeah, we're feeling mighty fine. We got 6 bad boys, each one. So, das Ding ist zusammengebaut, es sieht soweit gut aus. Die Bremse ist angehängt, Lenker ist oben, Sattel drinnen. Sehr hoch drinnen beim Herrn Rosenberger. Da kann man schön verstellen. Ich habe ihn bei mir da, ich glaube, der ist gescheiter. Herr Rosenberger begrüßt Sie jetzt. Flossi! Ja, ich wollte gerade tanken. Es ist verschlossen. Nein! Ich guck mal, ob ich im Auto noch Schlüssel habe, weil ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ganz sicher nicht geklaut, das Ding. Nein, der hat nicht mehr geklaut. Geil. Also so kann es gehen, wenn man ein bisschen mehr wie die 300, 400 Euro investiert und von Anfang an ein komplettes Mofa kauft. Würde ich jedem empfehlen. Es geht sonst sehr viel Zeit und Geld drin. Ich hab was. Ja! Ja. Oh. Drücken und drehen, wutscheln und wedeln. Einfach nur ziehen. Aber guck was. Das ist der, den wir auch im Shop haben. Den kann man zusätzlich anmachen. Alter, laber nicht, Mann. Wie geht das? Drücken? Ja, genau. Reindrücken, drehen. Ah. Der feine Herr Rosenberger. Was hast du Zeit für die Flo? Ich habe gar nicht gefragt. 700. 700. Komplett mit Papiere und Schlüssel. Ah, jetzt. Lass fließen. Da kommt Scheiß drauf. Wow. Was ist? Komm, lass knallen. Tu es. Wow! Yeah! Hammer! Das Ding läuft einfach. 4-mal kicken. Yeah! Sicher Optimierungspotenzial da. Oha, also Vorderlicht geht nicht, Hinterlicht geht. Tacho geht? 25 km/h. 25 km/h. Oh! Geil, oder? Herr Rosenberger, begrüßt Sie jetzt. Wenn man gerade von geil redet,
Kunden, die haben schon hier insgeheim einen Thomas geschnappt, lackieren lassen, Felgen lackieren lassen. Sexy Ding geworden, geile Farbe, grosse Lampe. Was sehe ich denn da? So, also Flo, 25 km/h. Ganz original, also die ist komplett original und wir sind bis jetzt noch nie ganz original die Deutsche gefahren. Deutsch, ganz original. Mofa ist ja 25 km/h, falls ihr euch jetzt da fragt. Und das Ding, ich glaube, der hat sogar noch die ersten Pneu drauf, oder? Pirelli. Ja, das sind noch die Originale. Originale Pneu. Der Auspuff, der ist glaube ich nicht original. Sito. Das ist Sito und der ist hier auch umgeschweißt. Du hast das Gefühl, du hast uns jetzt hier mega überrascht, oder? Ich, beziehungsweise wir, haben auch noch eine Überraschung zu für dich. Oh, gehen wir schauen. Lass mal das Danke, Angelolo. Wir holen zwar nur so ab. Hör mal auf mich immer viel. Film dich doch gar nicht. So, also ins Studio mit dem Flowsi. Aufpassen! Alter, Nicht mehr was stehen. was ist das? Ist nicht am Häusler sein. Alter, wie wissen die jetzt? Roger! Quatsch. Nee. Ja, hi, das ist vielleicht noch das zweite, was ich wieder einmal nutze. Quatsch, jetzt komm, Alter. Ich hab gedacht, ich überrasche jetzt alle hier. Der Roger und der Luc haben beide einen gekauft. Quatsch, Glück an. Und der Luc 3-Gang Hangschalten. Die ganze. Die ist leider nicht da, die ist ganz in Rot, Spezial, hinten mit Getriebe, 3-Gang Handschaltung. Beim hier Vario. Der Vario Kickstarter. Kickstarter, wie am Häusner seine, aber am Roger seine. Wir haben aber 3 gleichfarbige Mopeds. Das heisst, wir müssen uns ein bisschen unterscheiden. Wir haben ein bisschen Style-Updates machen. Das war von vornherein klar. Genau, das ist klar. Der Schaller und ich schon und jetzt mit dir nochmal eine dritte. Da müssen wir natürlich styletechnisch etwas machen. Für das haben wir uns heute Nachmittag Zeit genommen. Schaller hat schon ein bisschen angefangen und ich habe insgeheim auch schon ein bisschen vorgegriffen. Ich habe jetzt einen Monat Zeit gehabt. Ich hole den oben runter, der steht nämlich hier oben in der Wohnung. Flo kann sein Ding da einstellen, dann holen wir den Schaller und dann machen wir Optik-Updates. Let's go! Woo! Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Joshua! Joshua! Was eine Transformation! Er ist das Snowflake? Alter, das sind ja auch so breite Schlappe. Alter, wie breit sind die? Hä, passt das überhaupt? Also für alle 3,25 Zoll Pneu passen nicht unbedingt einfach so unter eine Super Bravo. Aber, also, Krass, oder? das ist ja Millimeterarbeit. Das ist ne? Millimeterarbeit. Ja, hinten noch viel mehr. Hä? Richtig heftig. Da ist da Stoßdämpfer schon. Ach du Dann da Kacke. wieder ganz unten. Aber passt. Ey, geil. Wo hast du Snowflake für Piaggio herbekommen? Heftig, oder? Auf Tutti organisiert. Sandstrahlen, Pulveren, nass lackieren, zusammenbauen. Eieiei. Aber die der Farbe Look, getroffen. Mann. Räder, die Bügel, Bremsbügel, alles neu lackieren lassen. Und hier das Pink, das ist schon... Jetzt gerade ist es noch ein bisschen heftig, aber ich habe da noch so 1-2 Details. Oh, Ich will wow. das Ganze noch mal ein bisschen aufnehmen. Ach, geil. Optik-Tuning, incoming. Ich muss sagen, er war nicht allein untätig. Ich habe schon 8 paar Sachen organisiert. Und die zeige ich jetzt mal mit Elias. Elias, jetzt machst du mal die Augen zu. Gib mir mal Kamera. Okay, was kommt jetzt? Tada! Vanessa! Vanessa. Ui. Vanessa! Vanessa. Alter, sind die toll? Rosenberger. Jetzt Alter! kann der Roadtrip einfach kommen. Jetzt kommt es noch besser. Da ist doch Inhalt drin. Ui, ja. Oh, geil. Oh, da wird bei mir auch geil ausgesehen, Mann. Pink. Oh, Es kann nicht wahr sein. 2 Dumme, ein Gedanke. Ui. Für hier kein Plan, ob so passt. Das sind von der Simson. Großes Pulli. Großes Pulli. So gehört sich's. Achtung, es geht weiter. Eine Schutztasche für den Regen. Geil. Das ist nicht für die Haare, für den Fahrer und Mitfahrer. Ui. Ja. Geil. Etwas höher. Meine Idee für Nice. das Ganze zu individualisieren, für mich vom Elias und Schalle abzuheben, mehr Pink. Mehr Pink, ja, mit den Zügen und so, das ist sicher richtig geil. Benzinschluck kannst du natürlich auch pink machen. Jetzt haben wir noch einen Schaller rufen, der hat ja sein Ding auch da. Warte, Los Elias. auf der Auto. Ich hab noch was. Was ist da? Pink in der Scheinwerferfolie. Das ist noch das Barbie-Mobil, Mann. Heftig. Da bauen wir ja am Nachmittag an. Ja, auf jeden Fall. Aber nein, Flo, wir müssen es komplett auseinandernehmen, wir müssen neu lackieren. Schau da. Das Party noch. Leider nicht, wir müssen neu Wollen wir lackieren. nicht? Komm, wir holen den Schaller, dann können wir nämlich das dritte die Weihnachtsbäckerei starten. Geil. Wir treffen uns schnell ein bisschen Optik-Tuning und so, ja. Was hast du gemacht? Alter! Kein Rad,
kein Motor, keine Ah, Lampe. komplett? Du weißt schon, in einer halben Stunde müssen wir fahren. So, jetzt habe ich gerade auf den Zeitraffer umstellen, um da ein bisschen Fürsche machen. Jetzt schaut der da rein. Roger, willst du uns etwas sagen? Komm nachher, ich muss schnell ein paar Sachen parat machen und dann... Der Flo hat ja schon gesehen, dass du jetzt auch eine hast. Die Nein, ich gleiche, habe schon gesehen. die gleiche wie der Häusner. Ja, jetzt ist das schon bekannt. Ja, oder? du hast sie halt die vorne stehen lassen. Ah, Das vierte kann man ja hier gut schrauben. Ist nicht eng. Also, let's go. Wir müssen heute noch fahren. Heute schaffen wir es aber. Also, du musst nicht mich filmen. Jeder hier hat Misere. warum? Ich bin so fertig mit mir. Was ist da eine Misere? Vielleicht ein bisschen mehr wie geplant. So! Hat der Super Bravo eigentlich einen Namen? Die haben noch keinen Namen. Oh. Ja, aber denk dran, du darfst ihn nicht vergeben. Ja. Durz! Fahrräder und Rasenmäher. Ja. Die kommt aus der Kategorie Rasenmäher. Genau, Johann der Rasenmäher. Johann der Rasenmäher. Ja. Joshua der Echsenmofer. Genau. Und Vanessa von Rosenberger. Ballere du am Motor runter, ich mach Alle. das nicht. Der Flo macht alles pink. Und dann sehen wir es gleich wieder. 2 Minuten. Genau. Bravo, cruisen durch die Stadt mit Stil und Freiheit, die niemand hat. Die Mofas heulen, der Asphalt brennt. 6 Helden, die den Sommer kennen. So, also das Optik-Tuning geht los und da Alter, guck euch das es mal geht an. heftig zur Sache. Kommt die Farbe überhaupt so krass Pink. rüber? Ich weiß nicht, wie krass die Leuchtet. Kamera ist. Fancy Pink und der Neon. Hier die Details, ne? Also das, was wir kennen. Da, das kommt. Ich habe jetzt bei mir, dann habe ich jetzt für das entschieden. 2 Züge, Bremszüge mit pinkem Benzinschlauch, den gleichen wir da unten haben, aufgeschnitten und jetzt hier gemacht. Wenn ihr ein bisschen früher überlegt, dann könnt ihr es glaube ich auch einfach einfahren. Das sollte passen. Und der Schallo macht heute beim Optik-Tuning. Rails. Er nimmt einfach seine ganzen Räder auseinander und macht da Lagerien. Ist ja natürlich sinnvoll, absolut. Empfehle ich jedem. Aber nicht beim Nachmittag Optik-Tuning. Oh, es gehören sowieso frische Pneu drauf. Da Aber, kann man so wenn ich machen. jetzt dich anschaue und dann dort hinten anschaue und mich anschaue. Ah, un momento. Tada! Ich habe hier ja jetzt Bravo-Schütz bei uns im Shop geholt, weil meine haben ja Löcher drin gehabt. Ich habe ja die Stickerbögen da und habe jetzt beim ersten Bravo das Ding können aufkleben. Das ist im Schallersinn, das Original. Das ist jetzt meine, das kommt also relativ gut, passt auch gut drauf. Jetzt kommt der zweite. Ich dachte, weil ich so fest zittere, könnt ihr mir wenigstens zuschauen, oder? Dann habe ich ein bisschen weniger Druck. Silikonentferner habe ich schon drauf getan. Ah, genau, nicht so passen, hä? Scheiße. Ein bisschen weiter führen, dann sind die Löcher verdeckt. Genau, geil, lecker. Genau. Geil. Ja, genau. Genau so. Guck mal, mit einem Empfänger her. Schwuppdiwupp. Einmassiert, ne? Geil. Bravo! Nee, das sieht richtig geil aus. Also ich weiß ja nicht genau, was die Jungs falsch verstanden haben, oder? Wir treffen uns schon am Donnerstagnachmittag für ein bisschen Optik-Tuning. Wenn ich jetzt hier mal rundum schaue, ja, der macht Optik-Tuning, der macht Optik-Tuning. Der ist das Zeug auseinander, ne? Die ist schon so Der gut. hat nicht einmal ein Türkise-Ding und ist da. Was machst du genau, Hast du Roger? meinen Hobel überhaupt schon gesehen? Wir haben ihn angeschaut, wir haben bestaunt, was für geile Pneu du da drauf hast. Alles andere sind ein Schmalspurfahrer für mich. Absolut. Und zusätzlich habe ich vom Kundendienst haben sie mir nachgelegt, mach doch noch etwas Besseres an, wenn du da schon 43 mm Original Genau, drauf jawohl. machst. Darum habe ich hier einen Malossi Vario Jawohl. mir noch gegönnt, den ich jetzt montiere. Passt sogar farblich ein bisschen, Gell? oder? Gelb, Ocker, Orange, Roger. Da machen wir reden. Vor allem der Schaller. Schaller hat einfach nichts mehr als im Mofa. Es wird immer schlimmer. Guck mal, jetzt mit allen Sticker dran. Das sieht richtig, richtig heftig aus. Der hohe Sattel ist jetzt einfach noch ein richtiger Dorn im Auge. Hammer, oder? Absolut. Einige mögen sich teilen bei dem Mofa, verstehen wir absolut. Aber die Farbkombis, jetzt können wir schauen, was der Roger so treibt. Roger regelt. Ich habe natürlich einen Lumpen genommen. Roger regelt mit Lumpen, wie immer. Ich weiss, nehme Lumpen jetzt hier lösen, um die stärker Federn zu machen. Jawohl, also da das ist der Wandler. Du hast jetzt einen Renn-Vario vorne, das heisst der Wandler muss natürlich entsprechend angepasst werden. Bin gespannt, wie du das machst. Ja, jemand mal lösen. Das ist die Gegendruckfeder da hinten dran. Bis ich ab. Ja, Drück bitte ab. so gut wie es geht. Pass auf hier oben. Das sieht aus wie Fedel. Ja, warte doch schnell, bis ich... Gut. Achtung, langsam loslassen. Faltenberg da mit dem krassen fancy Pink, das ist der Unterschied zu fest. Machen wir es nochmal ab, das passt leider gar nicht. Das sind die einzigen, die ich jetzt gefunden habe. Gut, hast du probiert. Er war stets bemüht. Was ist da los? Jetzt regst du mich auf. Ich muss da den Riemen montieren. Ich will nur, dass es offen bleibt, weil es ist so hure streng. Nimm jetzt die Kamera weg. So geht es mir immer mit dem Roger, oder? Und er einmal. Zwischen und dann Innenbau. Das ist nicht so einfach.
Wenn jetzt der offen ist, dann gehen wir aber ich kann natürlich nicht offen haben, weil ich mit beiden Händen muss heben. Ja? Und wo heben nachher? Jetzt hebst du links, rechts. Ja? Jetzt tust du noch rundum hier, aber ich kann ja nicht mehr zugehen. Zack, zack, zack. Hast du gewusst? Du gehst. Schala, wie weit bist du? Ah, du hast jetzt tatsächlich schon eine Axt drin. Schritt 1, alles zu erlegen. Schritt 2. Aber beim Flo geht es wenigstens wirst du jetzt schon einen Lump in der Hand, das heisst, er ist jetzt nicht fertig. Vor dem Fahren muss ich vielleicht noch schnell den Sparschäler an den einen oder anderen Stollen ansetzen. Weil wie gesagt, die 3,25 Pneu, die der Roger hier krasserweise aufgebaut hat, die sind zum Teil ein bisschen knapp. Und je nachdem, wie schön dass die da rausgekommen sind, kann es vielleicht sein, dass in einer Kurve mal ein Stündchen 2 anstehen. Wenn du dick willst sein, dann muss es halt ribbeln. Ich will eigentlich gerne fahren, Jungs. Ich weiss es nicht. Weil da aussen. Es ist aber schon wieder dunkel. My name's Johnny Cash. What Johnny Cash? My name's Johnny Knoxville. Welcome to Dragon. Mein läuft leider noch nicht optimal. Etwas mit dem Riemen oder dem Gewicht stimmt nicht, obwohl ich tatsächlich 9 noch Gewichte drin habe. Elias läuft noch ein bisschen besser im Moment. So, also Freunde, die Dinger sind nahezu fertig überholt. Ich glaube, meine ist fast fertig. Der Flo hat noch liegen und der Roger nicht oben. Ich war wahrscheinlich am schauen, was der Schaller macht, weil der ist ja natürlich noch nicht so weit. Oder? Nichtsdestotrotz, es ist Abend und wir wollen jetzt wissen, ob die Dinger noch ein bisschen laufen. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Ja. Die Dinger sind draußen, die sind parat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar rein, wie euch das ganze Projekt gefallen hat. Braucht ihr noch mehr Content? Braucht ihr noch Content, wie wir mit denen unterwegs sind? Oh ja. Unbedingt in die Kommentare schreiben, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Alle, ciao. Und jetzt aufhucken. Yes!